Kaum eine Woche ohne Schlagzeile, dass Artificial General Intelligence kurz bevorsteht. Gleichzeitig weiß niemand so genau, was das eigentlich heißen soll. Wir wollen heute deshalb einen Schritt zurücktreten und fragen, wo stehen wir tatsächlich und wie viel von dem, was wir hören, ist Technik oder nur Marketing-Narrativ? Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der InnoSoft AG. Wenn du AGI, ja, sagt man AGI oder AGI, also wie wird das ausgesprochen? Wahrscheinlich AGI. Ich sage AGI, ich bin da ganz pragmatisch. Und um die Zuschauer kurz abzuholen, was ist damit gemeint? Also was ist das quasi, was ist die Botschaft dabei? Ja, der Wunsch, der dahinter steckt, ist, dass ich eine KI habe, der ich eine beliebige Aufgabe geben kann, die sie dann selber löst, ne? Dass ich dann wirklich Intelligenz habe und nicht nur einfach eine Frage stelle und eine Antwort kriege, sondern dass das Ding auch was machen kann und selbstständig Entscheidungen treffen kann. Also allgemein KI sozusagen. Also sozusagen die nächste Entwicklungsstufe Genau. der KI, so wie wir sie heute kennen. Als du die Begrifflichkeit oder das erste Mal davon gehört hast, was war dein Reflex? Augenrollen, weil im Prinzip sehe ich das, was wir jetzt haben, nicht mal als Intelligenz, und bis das Ding dann allgemein intelligent wird. Das wollen wir ja mal versuchen, heute so ein bisschen rauszuarbeiten. Ja. Was ist überhaupt Intelligenz? Was können die aktuellen KI-Modelle, die KI-Methoden? Wie funktioniert das Ganze? Mal aus technischer Sicht, also nicht aus Marketing-Sicht und auch nicht aus philosophischer, David Brecht, wie heißt er? Da ist schon, also Sicht, sondern einfach mal aus esoterischer Sicht. Ja, wenn man sich so diese gängige Erzählung betrachtet, dann klingt das ja alles irgendwie wie eine logische Produktroadmap. Wir haben angefangen mit RAG-Modellen oder mit trainierten Modellen, dann kamen die Agenten, und das, was man uns oder was man den Menschen weismachen möchte, ist ja, dass jetzt AGI der nächste logische Schritt ist. Wenn wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurücktreten, was ist RAG? Also was sind diese RAG-Modelle, was sind Agenten? Also da müssen wir, glaube ich, stufenweise zurückgehen. Also das RAG setzt ja voraus, quasi, dass ich mit einem LLM rede und ihm Informationen beisteuere, die es vorher nicht hatte, damit ich dann über wirklich Inhalte reden kann. Ja, kurz zusammengefasst. Müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist ein LLM? Ein LLM ist einfach auch nur ein neuronales Netz, was hilft, dass danach natürliche Sprache rauskommt. Also das denkt nicht, das generiert einfach nur sinnvolle Texte, mehr oder weniger. Mit viel Mathematik, mit viel Statistik, einem relativ schlauen Algorithmus, der jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nämlich, seit wann gibt es das? Der Transformer-Algorithmus, das ist das T in GPT, der ist von 2017. Oha. GPT war 2020, es hat also 3 Jahre gebraucht, bis das sozusagen allgemein zugänglich war. Was man damit machen kann, dazwischen lag BERT, das Modell, was kein Mensch nutzt und kennt, außerhalb der KI-Expertenwelt, sage ich mal. Und im Prinzip ist das, was wir jetzt machen, wo wir alles drauf aufbauen, immer noch Technologie von 2017 in 2026. Kannst du diese Transformer-Logik, kann man Logik sagen, oder diese Idee, die dahinter steckt, mal beschreiben? Früher hat man lineare KI-Modelle gehabt, die quasi das nächstwahrscheinliche Wort generiert haben, und der Transformer-Algorithmus, der guckt nach hinten. Weil wenn ich einen Satz habe, wie zum Beispiel auf dem Blatt steht die Note G, dann ist das Verhältnis von diesem G zu den Sachen, die vorher gesagt wurden, zur Note, G, Note, geht wohl um Musik. Das heißt, das Sprachmodell, was dahinter liegt, das neuronale Netz, entwickelt seine Antwort Richtung Musik. Wenn aber das auf dem Papier steht, auf dem Blatt steht die Note 6, dann ist die Richtung eher Schulnote. Ja? Das heißt, ich betrachte rückwirkend, was ist da passiert. Das sind diese Attentions, nennt sich das, oder Attention-Mechanismus, der quasi dann dafür sorgt, dass das Modell in eine bestimmte Richtung abbiegt, der uns suggeriert, dass es das gedacht hat und jetzt weiß und verstanden hat, worum es geht. Im Endeffekt ist es ein Algorithmus, der einfach nur auf ein getrainiertes Netz zurückgreift, um diese Entscheidung zu treffen. Suggerieren ist so wunderbar beschrieben, weil wir wollen ja glauben, dass die Maschine denkt und es versteht, aber das ist einfach nur eine... Die Maschine denkt nicht, die versteht nicht, die rechnet nur an der Stelle. Ist das Wunschdenken? Wir interpretieren gerne mehr rein, als ja, ist. Exakt. So, guck mal, wie lange das schon zurückgeht, dass wir diese Themen überhaupt auf dem Schirm haben in Filmen. 2001 ist von
keine Ahnung, 70. Ja. Davor gab es Darkstar, wo eine Smart Bomb entschieden hat, dass es egal ist, ob es im Raumschiff oder auf dem Planeten explodiert. Für sie macht es keinen Unterschied und die mussten dann diskutieren. Das Thema, dieses Wunschdenken, dass ich da irgendwie eine Intelligenz habe und auch die Warnzeichen, was dann daraus passieren kann, die sind schon seit den 60er, 70er Jahren unterwegs und da sind wir alle am Wünschen, dass wir da irgendwo hinkommen, vielleicht nicht bei einem Terminator-Szenario rauskommen, ja, aber der Wunsch ist halt schon, sitzt tief in uns scheinbar. Wenn man tatsächlich in so einem Produktzyklus denkt, sind dann die Agenten der nächste logische Schritt gewesen, um das Wunschdenken noch besser Ja, das umzusetzen. ist so ein bisschen mit den Agenten, habe ich dem reinen Labersack sozusagen, der einfach nur reden kann, ein bisschen mehr Handlungsspielraum gegeben und um bessere oder realitätsnahe Entscheidungen oder an meinem Szenario, was ich vorhabe, nähere Entscheidungen zu treffen und auch Dinge zu tun, also Sachen auszulösen. Also ich habe dem Hirn, was redet, ein bisschen Hand und Fuß gegeben, aber es ist halt dran gedengelt. Es ist nicht jetzt der architektonische Riesenschritt, ne, den wir von 2010 auf 2017 gemacht haben. Gibt ja diesen Begriff Scaffolding, also das ist Hilfestellung, also dass so Agenten im Grunde so einen Rahmen an Hilfestellungen geben, damit das Ergebnis eines oder mehrere LLMs besser wird. Kann man das so beschreiben? Das mag auch so sein, ja, aber es ist trotzdem es ist besser die Suggestion. Okay, ja. genau. Also es ist halt nicht, es denkt immer noch, es hat kein Empfinden, es hat kein Wahrnehmen, es hat keine Erfahrungen gesammelt, es hat ja auch nur geredet. Ne? Weil was jetzt als nächstes halt ja passiert ist, dass man ein bisschen versucht, also das nachzubilden, was der Mensch macht. Wir erinnern uns, ja. Also fängt man an, diesen Sachen nach dem Agent auch jetzt Memory zu geben, dass er halt sich erinnern kann, was er in der Vergangenheit für Entscheidungen getroffen hat, in die Zukunft reinzusetzen. So, das braucht sehr viel Speicher. Das ist, je mehr ich da das laufen lasse, je länger, desto mehr Informationen fallen an, desto schneller muss das Ganze werden, desto mehr Hardware brauche ich. Und das ist die gleiche Entwicklung, die wir in der IT-Industrie ja generell sehen. Absolut. An den Intel-Prozessoren hat sich seit 30 Jahren auch nichts getan, außer dass sie mehr Transistoren reingepackt haben und die Dinger schneller wurden. Alles, was die architektonisch verändert haben, war minimal. Wir haben heute immer noch 386er-Technologie in unseren Prozessoren. Und so ist es bei KI genauso. Die Logik, die man uns draußen vermitteln will, bedeutet ja, macht das. Setzt immer mehr Rechenpower ein, immer mehr Gas geben, dann wird am Ende auf jeden Fall AGI entstehen. Das ist ja sozusagen der Tenor. Da glaube ich nicht dran. Also Genau. ich glaube da nicht dran, sage ich nicht. Da muss noch wesentlich mehr passieren, Ja, damit vielleicht wir auch. da überhaupt hinkommen. Hat es damit zu tun, ne, wir haben hier den Gartner Hype Cycle, den kennen wir ja alle, hat es damit zu tun, dass wir auf einer bestimmten Ebene schon diesen Peak erreicht haben und dass man jetzt quasi ein neues Paradigma, eine neue Idee braucht, um ja den Markt weiter bei Laune zu halten, um das mal so auszudrücken? Ich glaube schon, das Spannende an dem Gartner Hype Cycle finde ich, dass wir je nachdem, wen du da fragst oder mit wem du sprichst, auf total unterschiedlichen Ebenen gerade bist. Manche sind noch oben an dem Gipfel der überzogenen Erwartungen, ja, haben noch total glauben, sie können jetzt morgen die halbe Belegschaft rausschmeißen, weil sie können eine AGI runterladen und das sparen sie super Geld. Andere sind schon in dem tiefen Tal der Enttäuschung durch und langsam auf diesem Plateau angekommen, wo sie halt ein bisschen besser rausgekommen sind, als sie reingegangen sind. Und wir sind halt, es gibt aus meiner Sicht nicht so vielleicht ist es auch gar nicht gewollt, dass wir alle auf diese Erkenntnis schon haben, weil man dann halt verkaufen kann, dass man noch mehr investieren muss an der Stelle. Aber wenn man dann mal sieht, wer jetzt schreit, wir haben AGI erreicht, das ist ja vor allen Dingen, sind es Vertreter von Unternehmen, die ein starkes Interesse daran haben, dass der Markt ihnen weiteres Kapital bereitstellt, damit sie sich weiterentwickeln und entfalten können. Ja, das bestätigt das ja so ein bisschen. Ne? Und unser Ansatz ist jetzt einfach mal zu gucken, ja, zum einen diese Technik, wo sind wir da unterwegs? Und zum Zweiten, da würde ich halt jetzt gerne drauf hinlenken, was heißt denn überhaupt Intelligenz und was heißt denn überhaupt Denken? Kriegen wir es überhaupt beschrieben, was Denken bedeutet? Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind diese ganzen RAG- und Agentenansätze ja Statistiken, sind Transformer-Modelle, was auch immer. Algorithmen, also alles irgendwie Versuche,
das, was dann in eine Richtung Denken weitergeht. Aber was bedeutet überhaupt Denken? Was bedeutet überhaupt Intelligenz? Können wir das überhaupt beschreiben? Weil man müsste es ja erstmal beschreiben Ich können. glaube, wenn wir das könnten, dann hätten wir das längst schon. Also wären wir weiter in der KI. Vielleicht können wir es beschreiben, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Ne? Wenn ich jetzt gucke, wie der Mensch so denkt und tickt, dann basiert das ja darauf, was wir für Erfahrungen insgesamt gemacht haben. Kannst du dich noch erinnern, was du vor 10 Jahren gesagt hast? Nee. Aber das, was KI jetzt gerade, was LLMs gerade machen, passiert ja rein auf Aussagen, die sie gemacht haben. Das ist ja beim Denken noch nicht mal so das Hauptelement sozusagen. Unsere Erfahrung, unsere Wahrnehmung, unsere ganzen, was wir uns so gemerkt haben aus der Vergangenheit, das ist ja das Entscheidende, warum wir intelligent sind. Und warum wir halt mit 50 nicht mehr auf die heiße Herdplatte fassen, weil wir mit 3-mal drauf gefasst haben und gespürt haben, war eine doofe Idee. Ja? Das ist ja so. Das ist hängen geblieben, witzigerweise. Das ist ja dieses Kausalitätsding, also Ursache-Wirkung, also dass man irgendwie daraus Schlussfolgerungen zieht. Und diese Schlussfolgerungen, diese Kausalität, die macht ja einer KI gewisse Schwierigkeiten, beziehungsweise macht den Modellen Schwierigkeiten. Und das ist ja quasi ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir als menschlicher oder als menschliches Denken beschreiben. Und auch die Lernfähigkeit, oder hat ja auch was, dieses auf die Herdplatte fassen, hat ja auch was mit Lernfähigkeit zu tun. Genau. Das heißt, wir können im Grunde ganz einfach auflisten, was die Systeme nicht können. Ja. Das ist relativ einfach, aber zu definieren und zu beschreiben, was sie können müssten, damit es in Richtung KI geht, da ist noch eine ganz große Lücke. Und wenn wir die nicht gefüllt haben, dann wird es relativ schwierig, mit aktuellen Strukturen zu versuchen, eine KI abzubilden. Rechnersysteme können Schachprobleme lösen, aber das, was an Erfahrungen, was eine Dreijährige macht und welche Schlussfolgerungen daraus abzuleiten sind, das in irgendeiner Form in einen, wie soll man sagen, maschinengetriebenen Algorithmus zu bringen, ist schwierig. Ich glaube, da fehlt uns der nächste Hype irgendwo. Irgendeine revolutionäre Entdeckung, Erfindung, die keiner vorher auf dem Schirm hat, weil momentan doktern wir nur an Sachen rum. Wir erweitern, wir verbessern, aber so der nächste Schritt, wir sind quasi diese Hype-Cycle-Geschichte, um die mal kurz aufzugreifen, die passiert ja nicht das erste Mal. Ja. Wir haben das schon zigmal erlebt. Das ging los in den 60er Jahren mit dem Chat. Das ging dann in den 80ern, war dann da war der KI-Winter. Dann hat irgendwann Deep Blue Kasparov besiegt. Dann kam der nächste Hype. Dann wurde es danach wieder ruhig. Immer mit ein bisschen mehr hat man dann entdeckt, okay, Machine Learning ist ein Ding. Und dann kam nach dem Machine Learning irgendwann der Transformer-Algorithmus. Und dazwischen waren immer große Lücken, den KI-Winter. Und ich glaube, also wenn man das rein auf der Zeitachse betrachtet, wurden die Abstände dazwischen kleiner, aber sie sind halt nicht verschwunden, sie waren da. Und das Gleiche wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Wir haben halt jetzt wesentlich mehr Hype um dieses ganze Thema. Dadurch ist natürlich auch die Energie, die reinfließt, da irgendwas zu entwickeln und zu erforschen und zu lösen, größer als in den 80ern zu den 90ern, sage ich mal. Aber trotzdem wird wahrscheinlich das Thema irgendwann momentan ausgereizt sein, wenn wir Agenten, wenn wir Memory, wenn wir KI-Modelle haben, die noch effektiver ihr neuronales Netz trainiert haben, auf der Basis die Entscheidungen treffen, wohin die Konversation geht. Irgendwann ist da halt so ein Break-Even, wo es dann, je mehr Energie ich reinstecke, ich kriege nicht mehr proportional mehr damit raus dann auch. Ja? Kann man denn sagen, dass diese Transformer-Idee oder dieser Transformer-Ansatz, den wir halt jetzt verfolgen seit 2017, dass er quasi gar keine gute Grundlage ist, um überhaupt in eine wie auch immer gelagerte, generative. Das kann gut sein. Das kann durchaus sein, dass das quasi eine Sackgasse ist, weil es, wie gesagt, ich habe es ja eben erklärt, das richtet nur das Gespräch in eine bestimmte Richtung. Hilft mir das dabei, eine KI zu schaffen, die eigenständig denkt und Probleme löst, die sie vorher noch nie gelöst hatte? Ja, das ist ja der Witz. Ich will ja nicht irgendwie einen, der immer nur das kann, was man ihm vorher beigebracht hat, sondern
Das sind wir aber jetzt im Moment. Wir haben nur Sachen, die wir antrainiert haben. Eine KI, die kann, momentan nennen wir es noch, wenn KI eigene Entscheidungen trifft, nennen wir es Halluzinationen. Ja. Und davon, das ist der Effekt halt. Da müssen wir von weg, das quasi, oder das macht den Unterschied quasi aus meiner Sicht. Ich bin jetzt kein Forscher, der jetzt da seit 30 Jahren dran forscht, aber aus meiner Sicht macht es den Unterschied, dass ich halt bei einer KI erwartet, dass sie Entscheidungen treffen kann, die sie selber wo sie ein Risiko auch eingeht und vielleicht auf die Nase fliegt und das auch korrigiert, so wie wir Menschen das machen. Ja? Das macht ein Sprachmodell und alle Tools, die ich dran gedengelt habe, ein Sprachmodell macht das nicht. Was glaubst du, wie lange dann noch die Branche diesen "Wir stehen kurz davor" Ansatz noch benutzen kann, Also bevor der ganze... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erleben wir wieder so eine Blase, die platzt. Oder es ebbt langsam ab, weil irgendwie der nächste Hype um die Ecke kommt, auf den alle aufspringen, der vielleicht auch gar nichts mit KI zu tun hat. Ja. Also kann man schon sagen, dass es eigentlich eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme oder ein Narrativ ist, um Kapital zu beschaffen, was ja irgendwo auch zu den ganzen, also es ist ja eine ganze Seite voll mit Announcements, mit großartigen Ideen. Hier ist jetzt sogar von einem AGI, von der ARM AGI CPU die Rede, also dass man quasi versucht, den Leuten zu vermitteln, hey, kauft dieses Produkt, und dann ist AGI sozusagen... Ja, genau. Ja, es ist furchtbar, weil wirklich furchtbar. Der Witz bei ARM ist halt, die Architektur zwischen ARM und Intel-Prozessoren ist, bei ARM kann ich halt, ich habe da keine Trennung zwischen dem Videoram und dem Speicher dem Hauptmemory, und ich kann meine Floating-Point-Berechnung, die für KI wichtig ist, halt auf das ganze Memory halt machen, wo ich das nur bei der Intel-Architektur nur auf dem Memory der Grafikkarte machen kann, was Nvidia natürlich dazu dann veranlasst, teure Grafikkarten zu verkaufen. Das ist nur ein Verschieben von Faktoren, aber jetzt kein Landslide, dass da jetzt was Neues passiert ist. Es doktert auch wieder nur an der Tatsache rum, dass ich für KI sehr viel Mathematik brauche, für Mathematik für die Berechnung sehr viel Speicher brauche, und dass es halt mit ARM besser geht als mit der klassischen x86-Architektur, die wir sonst so haben. Ja. Aber das ist ja jetzt kein Meilenstein. Ja. Also halten wir mal fest, wir sind meilenweit von AGI entfernt, was vielleicht auch gut so ist, weil wenn wir eine generative Intelligenz hätten, dann würden wir ja ganz andere Probleme. Oh ja. Dann würden wir uns wieder sehr viel mehr Diskussionen mit Herrn Brecht anhören müssen, weil dann kommen wir sehr schnell in den esoterischen Bereich und in den ethischen Bereich, ob das denn so eine KI denn nicht auch Rechte hat und so. Und dann sind wir da wieder angekommen. Wobei die durchaus berechtigt ist, finde ich, diese Diskussion oder auch diese Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen. Aber ich halte es halt teilweise wirklich dann für schwierig, wenn Menschen, die nicht ansatzweise verstehen, wie eine KI funktioniert oder wie die ganze Technologie dahinter funktioniert, sich dann sozusagen mit interpretativen Dingen da rein versetzen und glauben, dass AGI kurz vor der Vollendung steht. Also es sind interessanterweise zwei verschiedene Ansätze. Der eine sagt, es steht kurz davor, damit er mehr Hardware verkaufen kann. Genau. Und der andere sagt, steht kurz davor, damit sein Narrativ mit, wir müssen da Esoterik und sein Ding verkaufen. Alle wollen sie ihr Ding verkaufen. Exakt, aber losgelöst von der eigentlichen Thematik, wo wir technologisch gerade stehen, dass es nicht alles damit getan ist, mehr Rechenpower, größere Rechenzentren und mehr Hauptspeicher zu platzieren. Ja. Also geht der Blase dann langsam die Luft aus? Also der KI-Blase? Was glaubst du? Das liegt so ein bisschen an uns, wie weit wir bereit sind, dann auch die zu füttern. Ne? Solange quasi diese Verkäufer sehr erfolgreich sind, ihre Fantasien zu verkaufen, füttern wir die Blase ja immer noch. Und da ist, glaube ich, an uns, da aufzuklären. Dann können wir verhindern, dass das noch ewig so weitergeht. Aber ob wir erfolgreich wir damit sind, mal schauen. Wobei, also da war Heise richtig gut. Die haben öffentlich gemacht, dass OpenAI und Microsoft einen AGI 2023 AGI vertraglich definiert haben als ein KI-Modell, das mindestens $100 Milliarden abwirft. Haben die 2023 schon... Ist ja schön. Ja, aber das sind natürlich interessante Hintergründe, ja, klar, die man wissen muss. Das sind die Beweggründe, legt das offen. Um zu bewerten, wie diese ganze Thematik da draußen funktioniert und was man sich dann an Geschichten anhören muss und anhören darf und wie sich das alles dann weiterentwickeln wird. Wo sind wir denn aus deiner Sicht in 2 bis 5 Jahren realistisch? Also hier realistisch im Sinne von, in 2 bis 5 Jahren haben wir AGI, hieß es, aber was ist deine? Ich glaube nicht daran. Also es gibt so verschiedene Einstufungen, die sagen,
Also eine sehr optimistische ist, wir haben es in 1 bis 5 Jahren und dann gibt es nächste so 10 bis 15 Jahre und es gibt welche, die sagen, frühestens 50. Da bin ich jetzt auch nicht, weil ich hoffe, dass die nächsten 50 Jahre irgendeiner eine Idee hat, ja, die uns irgendwie weiterbringt. Aber ich sehe uns da nicht in 1 bis 5 Jahren wirklich eine wirkliche denkende, Entscheidung treffende, die nicht auf vorherigen einprogrammierten Algorithmen funktioniert, Intelligenz zu schaffen, ja. Findest du es denn erstrebenswert, eine denkende Maschine zu erschaffen? Nee, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Weil ich finde, man hat ja auch die Dinge im Griff, ne? Man kann sie ja Ich irgendwie auch, verstehe den Wunsch, aber ich will da nicht hin, ehrlich ja, gesagt. weil sich daraus ja auch ganz viel Missbrauch, Machtverhältnisverschiebung, ja, auch Macht, die Unternehmen, Hersteller dann haben, die solche Maschinen bereitstellen. Und ich finde, wenn wir das Einzige, was uns irgendwo Menschen auszeichnet, dann auf eine künstliche Instanz übertragen, dann können wir im Grunde den Laden auch abschließen. Ja, nee, da will ich gar nicht, dafür habe ich zu viel Asimov gelesen, um da hinzuwollen. Kann ich übrigens nur empfehlen, auch mal lesen. Lesen bildet. Da, Kann man nicht eine KI bitten, das lesen zu lassen und dann da so eine muss Summaries, ja, kannst du ja schön zusammenfassen lassen, aber nee, nee. Gut, Timo. Also wir werden sicher nicht erst in 2 Jahren darüber sprechen. Das ist ja ein Thema, was wir permanent verfolgen, KI. Und natürlich sind wir auch interessiert daran, dass sich KI-Modelle weiterentwickeln, aber eher in Feldern, wo es Menschen eigentlich gar nicht möglich ist, Daten und Informationen und Erkenntnisse zu sammeln. Also ich rede da immer von diesen Millionen Datenschätzen oder von den Datenschätzen, oder von den Schätzen, die in Daten drin stecken. Da kann man ja mit KI-Methoden einfach sehr, sehr viel rausholen. Aber den Ansatz zu sagen, wir wollen da jetzt was Humanoides, was Vergleichbares auf künstlicher Ebene bauen, das ist nicht meine Welt. Ja, ist halt auch immer die Frage, wie viel Energie wollen wir reinstecken, weil du kriegst da nur auch was raus, wenn du extrem viel Energie reinsteckst. Und da ist halt die Frage, ist diese Energie nicht einfach irgendwo anders besser investiert als da? Ja. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal den Herrn Brecht mit dazuziehen und mal zu dritt diskutieren. Vielleicht hat er ja mal Lust. Der wird ja. Da geht für mich das Gleiche wie bei LLMs, nur weil etwas sprechen kann, heißt es nicht, dass es denkt. Und ich weiß nicht, ob ich gerne mit dem Kollegen reden wollte, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ja auch so, dass viele dieser Kollegen ihre Statements halt parat haben und die raushauen und ein echtes Gespräch kommt da ja selten bei heraus. Ich glaube nicht, dass wir ihn von irgendwas überzeugen könnten. Nein, glaube ich auch nicht. Von daher wäre das wäre das Beispiel wieder mit Energie an der richtigen Stelle investiert, da wäre sie nicht richtig investiert. Sehr gut. Gutes Schlusswort. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.